Die größten Banken manipulieren den Gold- und Silberpreis. Sie lenken ihn so, dass es ihnen am meisten Profit einbringt, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Manipulationen haben ungeahnte Ausmaße erreicht. Und das ist keine Vermutung, kein Gerücht. Es ist real. So real, dass bereits einige Banken dafür vor Gericht zu hunderten Millionen Strafzahlungen verurteilt wurden. Und trotzdem scheint keiner über das Thema zu sprechen oder sprechen zu wollen. Heute ändert sich das. Ich stelle dir heute genau vor, welche Manipulationen es nachweislich gab, warum die Banken die Preise so manipulieren und auf welche perfide Arten sie es tun. Ich zeige dir, welche Banken und Banker nachweislich in der Sache verwickelt und der Preismanipulation schuldig gesprochen wurden. Damit willkommen zurück bei Thesaurus. Bevor wir anfangen, noch der Hinweis: Bei allem, was in diesem Video angesprochen wird, handelt es sich nur um meine persönliche Meinung, die ich auf der Grundlage für meine Recherche gebildet habe. Du solltest dich im Zweifel immer selbst nochmal informieren. Zudem handelt es sich weder um eine Anlageberatung noch um eine Handlungsempfehlung. Doch lasst uns direkt starten. Kapitel 1: Die große Manipulation und wer beteiligt ist. Hier kommt der erste Schrecken. Es gibt deutlich mehr Banken, die an einer solchen Manipulation beteiligt waren, als man zunächst annehmen möchte. So viele, dass Focus Online äußert, Zitat: Die Manipulation von Gold und Silber war über Jahre hinweg gängige Praxis bei Großbanken. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Am besten begreift man die Tragweite, wenn man das Zitat Stück für Stück betrachtet. Die Manipulation von Gold und Silber meint die Beeinflussung des Kurses von Gold und Silber und damit den Kaufpreis. Meist wird dabei der Kurs künstlich gedrückt, um billig einkaufen zu können. Wie genau, erfährst du später. Und diese Manipulation wird als gängige Praxis bezeichnet, also als eine Aktivität, die immer wieder auftritt und fast schon zum Alltag gehört. Die Spitze erreicht man, wenn man dann noch den Zeitraum anschaut. Jahrelang. Es fand also laut Focus Online und auch einigen Gerichtsurteilen über einen sehr langen Zeitraum eine regelmäßig auftretende Manipulation des Gold- und Silberpreises statt. Hättest du das gedacht? Mich hat das tief erschüttert. Die Preise wurden jahrelang nicht durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Nein, die größten Banken haben ihn bewusst gelenkt. Doch wer genau wurde nachweislich verurteilt? Auch hier ist die Liste erschreckend lang. Im Jahre 2014 mussten zwei Rohstoffhändler der Deutschen Bank vor Gericht. Zum gleichen Zeitpunkt mussten vier ihrer Kollegen je aus einer anderen großen Bank, genauer aus der HSBC, der Societe Generale, der Barclays und der Bank of Nova Scotia, vor Gericht. Bereits 2014 standen also 5 große Banken zu diesem Vorwurf vor Gericht. Seither gab es noch viele weitere Fälle. Schauen wir nur 4 Jahre zurück und nur auf die größten Banken ergibt sich folgende Bilanz. 2020: Zwei Händler der Deutschen Bank werden für schuldig gesprochen und zur Haft verurteilt. 2021: Der Brite James Worley wird zu einem Jahr Haft verurteilt. 2022: Zwei Händler der Großbank JP Morgan wurden ebenfalls zur Haft verurteilt. Dabei ging es nicht um irgendwelche Händler. Es ging um den Chefhändler und seine rechte Hand. Die Manipulation wird also von ganz oben durchgeführt. Und bei JP Morgan handelt es sich ja auch nicht um irgendeine Bank. Es ist die größte Bank Amerikas und gehört laut Bilanzsumme zu den größten 5 Banken der Welt. Du siehst also, es wurde systematisch manipuliert. Es wurde von den größten Banken und der obersten Ebene aus manipuliert. Und das über Jahre hinweg. Und man muss dabei auch beachten, ich habe dir hier nur die Fälle vorgestellt, die verhandelt wurden. Und selbst von diesen nur die größten. Da schlummert mit Sicherheit noch deutlich mehr. Doch, wie genau lief das Ganze eigentlich ab? Kapitel 2: Die Arten der Manipulation. Hier ist zu erwähnen, dass es verschiedene Möglichkeiten der Preismanipulation gibt. Nicht alle Verurteilten nutzten all diese Methoden. Der Vollständigkeit halber werde ich sie dir trotzdem vorstellen. Methode 1: Das Spoofing. Klingt kompliziert, aber ich werde es dir sehr einfach erklären. Im Prinzip platzieren dabei Händler viele Kauf- oder Verkaufoptionen, die sie aber eigentlich nie ausführen wollen. Die Manipulation funktioniert deshalb, weil die platzierten Optionen für alle sichtbar sind. Stellt jetzt also eine Bank Unmengen an Verkaufsoptionen für Gold ein, denken andere Händler, dass es bald ein größeres Angebot geben wird. Dieses würde den Preis senken. Also verkaufen die Händler ihre Bestände und so sinkt der Preis tatsächlich. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Verstärkt wird dies durch die sogenannten Stop-Loss-Orders. Diese sollen Anleger vor zu großen Verlusten schützen. Wird eine solche Order angewiesen, wird der Bestand automatisch verkauft, wenn der Preis unter einem bestimmten Betrag sinkt. Die Verkäufe der Händler könnten diese auslösen. Zudem kann es zu Panikverkäufen kommen, wenn der Preis sinkt. All das führt dazu, dass der Goldpreis sinkt. Nun ziehen die großen Banken einfach ihre Verkaufsoptionen zurück
und kaufen das Edelmetall zu einem geringen Preis. Da es nun wieder wenig Angebot gibt, steigt der Preis. Falls dir das immer noch etwas zu kompliziert ist, stell dir einfach Folgendes vor. Du hast einen mittelalterlichen Markt, auf dem Äpfel gehandelt werden. Insgesamt gibt es an diesem Tag 5 Kilo Äpfel. Diese sind auf verschiedene Händler und Privatpersonen verteilt. Der Preis pro Apfel wird von diesen festgelegt. Jetzt kommt ein Großhändler und sagt, er wird heute 50 Kilo Äpfel verkaufen, zu einem sehr billigen Preis. Wenn die anderen Händler ihre Ware loswerden möchten, müssen sie den Preis anpassen. Sie verkaufen also billiger. Ist dies geschehen, zieht der Großhändler sein Angebot zurück und kauft die anderen Äpfel billig ein. Das ist eine simple, aber anschauliche Darstellung der Methode. Methode 2. Elektronisches Silber. Dies ist keine Manipulationsmethode im klassischen Sinne, muss sie aber dennoch aufgeführt sein. Die Rede ist von elektronisch gehandeltem Silber, auch Papiersilber genannt. Hierbei kaufen Kunden kein physisches Silber, sondern investieren stattdessen in Kontrakte, die den Silberpreis nachbilden sollen. Das Bizarre an dieser Sache: Diese Verträge sind meistens nicht mit realem Silber gedeckt. Die Banken können einfach unendlich viele davon verkaufen und so für ein künstlich hohes Angebot sorgen. Meist kommt auf eine physische Unze Silber über 500 Unzen, die elektronisch gehandelt werden. Das hält den Preis natürlich deutlich niedriger, als wenn das Silber tatsächlich gekauft wird. Mehr zum Thema Papiersilber und warum es so gefährlich ist, erfährst du in diesem Video. Methode 3. Die Marktmacht und Preisabsprachen. Bei dieser Methode kommt zum Tragen, dass die großen Player einfach sehr viel Kapital bzw. große Bestände an Edelmetallen haben. Entscheiden sie sich dazu, diese Bestände in einem Schlag auf den Markt zu geben, gibt es plötzlich ein immenses Angebot. Entsprechend fällt der Preis. Noch effektiver wird dies, wenn sich mehrere große Banken untereinander absprechen und die gleiche Strategie verfolgen. Dies ist zwar illegal, wird aber in der Praxis durchaus praktiziert. Du siehst also, in der Vergangenheit gab es immer wieder und über Jahre hinweg massiv Manipulationen des Gold- und Silberpreises. Einige große Banken bzw. deren obersten Händler wurden deshalb schon verklagt und zu Haft verurteilt. Dabei wurden unter anderem die Methoden eingesetzt, die ich dir vorgestellt habe. Ich hoffe, dir hat das Video und meine Aufarbeitung gefallen. Falls ja, lass mir doch ein kostenloses Abo da und teile das Video mit deinen Freunden. Jetzt kannst du noch testen, wie gut der YouTube-Algorithmus dich kennt. Klick dafür einfach auf dieses zufällig vorgeschlagene Video. Er denkt, es würde dir sehr gefallen. Teste doch, ob er recht hat.